Machst du manchmal auch Sachen, von denen du weißt, dass sie eigentlich gar nicht gut sind für dich? Ja, schon. Zum Beispiel? Zum Beispiel viel zu viel Schoki essen oder ständig am Handy sein. Und dann? Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich mache es manchmal auch heimlich, damit es niemand merkt. Genau das ist der Mechanismus bei Menschen, die ein Suchtproblem haben. Sie schämen sich für ihr eigenes Verhalten und darum verstecken sie ihren Konsum. Was meinst du mit Suchtproblem? Also zum Beispiel Menschen, die zu viel Alkohol trinken oder 10 Joints rauchen pro Tag oder noch härtere Substanzen konsumieren. Sie schämen sich und setzen alles daran, ihr Verhalten zu verstecken, weil sie genau wissen, dass es von ihrem Umfeld nicht akzeptiert wird. Niemand steht gerne als Alki, Droge- oder Spielsüchtiger da. Das wird dann als persönliches Versagen angeschaut. Bin ich dann auch süchtig, wenn ich am Abend nur am Handy bin, ohne dass man es merkt? Nein, du merkst es ja, nimmst es wahr, setzt dich damit auseinander und kannst jetzt auch ohne Probleme mit mir darüber reden. Jemand, der auf dem Weg ist, dazu süchtig zu werden, der versucht wirklich so lange wie möglich sein Verhalten zu ignorieren und eben auch gegen aussen zu verheimlichen. Also er checkt zwar eigentlich schon, dass sein Verhalten nicht mehr gut ist für ihn, aber er kann eben trotzdem nicht aufhören, weil es eben heimtückisch ist. Der Alkohol und Drogen helfen ihm vermeintlich mit Stress umzugehen. Diese Art von Erleichterung hebt aber nicht lange an. Die Sucht fängt an, das Leben immer mehr zu bestimmen und irgendwann dreht sich das Ganze ins Gegenteil. Also statt Erleichterung gibt es einfach immer nur noch mehr Stress. Es gerät also total außer Kontrolle. Genau. Und wenn du dann einen Süchtigen auf seine Sucht ansprichst oder darauf, dass er mal gesagt hat, er höre damit auf, dann streitet er meistens alles ab, weil auch Lügen gehört zur Sucht. Und traurigerweise lügen Süchtige vor allem aus Angst vor Ablehnung. Und was passiert dann, wenn es mal so weit ist, dass alles außer Kontrolle gerät und nur noch stressig ist? Dann wird es eben leider noch schlimmer. Das Verlangen nach dem Suchtmittel, ob das jetzt der Alkohol, das Internet, Game, Essen oder was auch immer ist, lässt sich nicht einfach wegwünschen, sondern im Gegenteil. Es wird einfach immer noch krasser. Die Dosis muss immer noch mehr gesteigert werden, um nicht auf den Zug zu kommen. Folglich entsteht ein Teufelskreis. Fängt eine Sucht immer schleichend an und wird eigentlich unkontrollierbar? Ja, bei Alkohol ist das so. Aber bei anderen Drogen, wie zum Beispiel Kokain, geht es mega schnell, bis man süchtig ist und alles außer Kontrolle gerät. Und das ist eben genau das Gefährliche daran. Warum wird man denn überhaupt süchtig? Meistens sind es mehrere Gründe, die zusammenkommen. Unser Hirn spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Weil in unserem Hirn hat es ein Belohnungszentrum, das sich an gewisse Substanzen gewöhnt. Und das erzeugt dann ein extremes Reissen, wenn nicht mehr genug Nachschub kommt. Viele Süchtige werfen dann auch ihren Familie oder ihren Freunden vor, sie seien die Schuld daran. Das ist dann natürlich Quatsch. Es ist nie die Schuld der anderen. Was kann man denn machen? Also zuerst einmal muss sich der Süchtige selber eingestehen, dass er krank ist und dass er das Ganze nicht mehr kontrollieren kann. Und dann gibt es eigentlich nur noch eins: sich Hilfe holen bei einem Profi. Der wird dann zusammen mit dem Süchtigen und seiner Familie einen Weg aus der Sucht heraus entwickeln. Dazu gehört auch meistens ein körperlicher Entzug vom Suchtmittel. Wenn deine Mama oder dein Papi süchtig ist, dann leidest du bestimmt mit. Wichtig ist, Sucht ist eine sehr verbreitete Krankheit. Aber wie andere Krankheiten auch, kann man sie behandeln. Erstens, red drüber. Red mit deinen Eltern. Erzähl, was du feststellst und wie es dir dabei geht. Und wenn das nicht geht, vertrau dich jemand anderem an. Zweitens, schau dir gut. Mach unbedingt immer nur Sachen, die dir Spass machen und dir gut tun. Drittens, hol dir Hilfe. Besorg dir noch mehr Infos. Und wenn dich die Situation extrem belastet, hol dir selber Hilfe bei einer Fachperson. Das IKS hilft dir dabei.